Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2. Wir sind immer noch in Berea, haben beim letzten Mal hier weitestgehend mit dem Großteil der Leute gesprochen, sind allerdings noch nicht ganz durch und ich mache jetzt ja einfach im Noble District mal weiter und schaue, was die verbleibenden Leute hier noch so zu erzählen haben. Ja, die meisten sind relativ gechillt. Viele machen sich halt viele Gedanken über das, was momentan in Heimdall abgeht und so. Der eine mehr, der andere weniger. Und wir gucken, was die verbleibenden Leute hier noch zu erzählen haben. The current state of affairs is precisely why I can't leave our people be. Surely you both understand that? We do, but that doesn't mean you have to go all by yourself. At the very least, allow me to go with you. There's no need to worry. It's not like the battle at Heimdall will reach our lands. I need you here to look after the children, Lorna. We can't just leave them all alone. Good day, Lord Eustace. My deepest apologies for not being able to offer you anything. Not at all. More importantly, things are likely to get exponentially worse from here on out. I'd ask that you take extra care from now on. Haha, I could say the very same. Excuse me? I can only assume you plan on diving straight into danger. That's the sort of young man you've always been. May we both return to Berea alive and well. Indeed, I look forward to us meeting again. Times like this are precisely why I must ensure my region remains safe. I wish you luck in your own exploits, Lord Eustace. May we both meet again. Die beiden verstehen sich auf jeden Fall. So, aber der verabschiedet sich jetzt dann, oder wie? Und Lorna bleibt zu Hause und soll auf die Kinder aufpassen, aber haben die dafür nicht irgendwie Bedienstete? Aber gut, was soll Lorna auch draußen machen, ne? Why does he have to be so stubborn now? But it's not as if I can forbid him from carrying out his duties as a lord. Very well then, if this is how it's going to be, then I can at least make sure both our home and children remain safe. Ja, im Rahmen deiner Möglichkeiten, ne? Ich glaube, auf dem Schlachtfeld wirst du uns nämlich nicht allzu viel bringen. Father decided to return the moment he heard about the battle that's gonna happen in Heimdall. Why did he have to go alone? He will come back to us, won't he? Ah, ganz allein ist er ja nicht. I can't help but be worried after all the awful rumors I've been hearing. Father will come back to us, won't he? Also wenn wir ehrlich antworten würden, dann müsste man sagen, eine Garantie gibt's nie zu 100%, aber das würde ich der Kleinen jetzt vermutlich so nicht um die Ohren hauen. Hey, what's wrong? Why are you all sad, huh? Tell me. I don't like it when everyone's sad. It makes me sad. Ja, verständlich. Die hat voll die schöne Haarfarbe, die Kleine. Als wäre die irgendwie so eine illegale Tochter von Claire, die hier irgendwie angebandelt hat mit irgendeinem Nobel. Is Daddy gonna go somewhere? Why is he gonna go by himself? I don't want him to go. He's staying. Daddy has to stay home. Is Daddy gonna go somewhere? Also, dass die Kleinen das nicht unbedingt verstehen, das ist mir klar. Und ich glaube, das ist für die Eltern auch nicht so einfach, das zu erklären, ohne denen Angst zu machen. Und ich glaube, Kinder haben ganz gutes Gespür dafür, wenn auch die Mutti, die vielleicht versucht, irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen, wenn die trotzdem voller Sorge ist. Ich glaube, das wird den Kids nicht entgehen. Ja, ist für alle keine einfache Zeit, ne? Hier kommen wir auf jeden Fall rein, das ist schon mal gut. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht ausprobiert. Ich finde dieses Anwesen so schön. Habe ich schon mal gesagt, ne? Aber das gefällt mir einfach so in jeglicher Hinsicht. Auch wenn es überdimensioniert und vielleicht ein bisschen zu prunkvoll ist. Aber ich mag die Farben hier total gerne. The soldiers here have been behaving with the utmost respect and politeness. I was concerned about their presence at first, but it seems my worries were for naught. I do wish I could say the same about His Grace, but I've been growing more concerned for his health. He's been spending all his time drinking of late. Uh-oh. Das ist nicht gut. His Grace has been holed up in his room for some time now. I'm becoming rather worried about his health. Aber besuchen können wir ihn heute vermutlich nicht, ne? Das letzte Mal, als wir hier waren,
konnten wir auch nicht bis zu ihm vordringen. Aber da zeichnet sich schon mal eine negative Tendenz ab, was seine Entwicklung angeht. Everything is fine here, so don't worry. I hear the Intelligence Division is now actively supporting Operation Heimdall too. We should be in the clear now. We have a lot on our plates now, what with keeping the Kreuzen Provincial Army at bay and watching out for Crossbell. Still, we'll be doing what we can to aid the operation. Here's hoping everything works out well in the end. Today is the day that will decide this country's future. We'll do all we can to make the operation a success. I wish all of you well too. Das klingt echt so surreal, ne? Es klingt, als hätten wir irgendwie einen Termin. Jeder hätte sich im Kalender eingetragen. So, heute um 18 Uhr beginnt dann der Krieg in Heimdall und alle sprechen jetzt über diesen Termin. So, als wäre das alles so, als würde das alles so einem straighten Plan folgen. Ah, it's you. We'll be expecting great things of you in liberating the villa. The Imperial Guard has physically sealed the rail line leading there so that we can no longer use it. It's going to take some time to unseal it, but in the meantime, the only one who can get past the Pantagruel is to the villa is you. We'll naturally back you up to the best of our abilities, but this operation depends largely on you. Good luck. Danke. Our main forces under Captain Clare have begun their work already. The rest is up to you. We'll be expecting great things. So wie alle. Und am Ende brechen wir unter dem Druck zusammen und alles wird noch schlimmer, als es jetzt ist, weil wir scheitern werden. Stellt euch mal vor. Lord Eustace left orders for the province's tax increases to be repealed, which was carried out as he asked. The response seems to have been met with overwhelming positivity. We were thrown off by just how positive, in fact. Much praise has deservedly been given to Lord Rufus' skill in handling political matters, but perhaps Lord Eustace may prove to be just as capable. Lord Eustace's instructions are quite different in nature to the ones we received from Lord Rufus, but they have still been well received, particularly by people from the working classes. Perhaps Lord Eustace may prove to be as skilled in political matters as his brother. Das war auch beim letzten Mal schon Thema, dass Leute anfangen, Eustace auf eine Ebene mit Rufus zu hieven, was in Teil 1 noch nicht der Fall war. Da hatte man Eustace irgendwie noch so gar nicht auf dem Plan. Scarlett's Room, ja. Lass uns gucken, wie es ihr geht. Hello, long time no see. Nadia, have you come to visit Lady Scarlett? Her condition has improved significantly since she was first brought in here, but please do try to keep your voices down. Okay. Have you come... voices down, okay. Wir sind nicht hergekommen, um rumzuschreien, keine Sorge. Wir wollten nur Vasen umschmeißen. Oh. Back again, are you? You really are a meddlesome little boy. Sorry for thinking there's anything wrong with looking out for the sick and injured. How are you feeling? I've heard you're still bedridden. Oh, my condition's nothing to worry about. I'm a real toughie, for better or for worse. Maybe if I was a much frailer woman, then I would have been able to return to Adios instead of being left here. Not likely. Regardless of your reasons for becoming one, you need to atone for what you did as a terrorist first. She seems a lot more at peace now. What you've done can never be forgiven. Nothing in your past could excuse what you did as a terrorist. But I still want to know what made you hate the Chancellor so much you'd throw away your own life to take his. Would you be willing to tell us, Scarlett? I never had the chance to hear that part last time we spoke. I suppose. It's not like hiding it is going to do me any good at this point. It's not that special a story. But if you want to know that badly... I told you about my family, didn't I? Back on the Pantagruel. We had a big farm in Midwestern Erebonia. It was a really peaceful place. We had plenty of land, too. My parents were adored by the workers on it, and I loved living there. Then all of a sudden, we were told there was going to be a railway built through it. It was supposedly part of a national project with the Chancellor's backing. The land was all requisitioned, and before any of us knew it, it was no longer ours to call home. All we had was a pile of mirror. We were meant to take that and go find somewhere else to live, apparently. I wasn't even in Erebonia when it happened. By the time I got back in the country, it was all over. That farm was my father's life.
We tried, but we couldn't find another place that could even begin to compare to the one we'd lost. And in the end, all we were left with was a pile of money we neither wanted nor had any use for. I do hear stories like that from time to time about the Chancellor. Crow told me a similar story about his own past. He said that his grandfather passed away afterwards. My father was the same. He fell into the depths of despair and tried to drown his sorrows with alcohol, and then he eventually died in an accident. And after that, we all just drifted apart. I don't know where the rest of my family is, or if they're even alive anymore. I don't know what to say. I don't think anyone could blame you for despising him after an experience like that. I know just how Crow feels. I suppose that's why I feel that if anyone can do it, it's all of you. If anyone can make him turn back, it's you. Scarlet, don't worry, we will. You have my word. He's our classmate, after all. Whether he likes it or not, he's one of us. He can't just leave us so easily. He needs to come back and take full responsibility for all the trouble he caused at the festival. It's my job to go out of my way for my students, so that's just what I'm going to do. Thank you for telling us your story. I hope you get better soon. I've gotten myself caught by the world's biggest goody two-shoes, haven't I? Ich wünsche mir so sehr, dass Scarlet in den späteren Teilen nochmal eine größere Rolle spielt, dass sie vielleicht sogar Teil des Teams wird oder so. Und ich fand die Info auch gerade interessant. Also wir wissen, dass ihr Vater verstorben ist, aber sie hat seitdem von dem Rest ihrer Familie nichts mehr gehört. Und wer weiß, vielleicht leben die da draußen noch. Vielleicht gibt es irgendwie ein Wiedersehen und die Chance auf einen möglichen Neuanfang, wenn die nochmal zueinander finden. Aber es ist schon krass. Also ihren Hass auf Osborn kann ich zumindest nachvollziehen nach der Story. Das war ja bei Crow ähnlich, haben sie ja gerade festgestellt. Ne? Der hat uns ja auch mal irgendwann die ganze Story erzählt und da gibt es diverse Parallelen. Go on, there's no point in hanging around here any longer. You have things you need to do. I don't, so I'll be right here waiting. I want to see how things end up for all of you and for Crow. Make sure you do. You have plenty of great news coming your way when we are done. That's my boy. Go on, there's no point in hanging. You have things. Okay, ja. Krass. Ich mag sie mit jedem Mal mehr. So, ich mag auch ihr Design. Ich fand sie irgendwie seit der ersten Begegnung irgendwie schon cool. Ich mag ihre Waffe, so ihren Kampfstil und alles. Das ist so, weiß nicht, Scarlet ist einfach irgendwie cool auf ihre eigene Art und Weise. I think I'd better not try and go this way. I'd probably just get lost. So, da kommen wir nicht hin. Schade eigentlich. So, aber in Uses Room. Da werden wir sicherlich die Chance bekommen, auch wenn er da vermutlich jetzt nicht stehen wird. Nee, hier ist leer. Ich finde diesen Raum immer noch so faszinierend. Und immer noch irgendwie schön. Ich weiß nicht. Ich würde mich hier sehr wohl fühlen. So, einmal wieder raus und dann gucken wir, ob wir den Duke eventuell jetzt besuchen können. Ich glaube nicht, aber probieren kann man ja mal. This is the way to Father's private room. Would any of you mind if I paid a visit to somewhere? Oh, not at all. Assuming you mean where I think you do, we're all as curious as you are. Okay, sehr interessant. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da ist er. Your Grace, I think you should refrain from... Silence! Just you watch. I will return to glory. No matter what it takes. I know. Were I to capture His Majesty, I would have countless options on how to stage my triumphant return. He doesn't seem to be repenting in the slightest. Some people seriously don't know when to give up. Father, I beg you to stop this madness. Why can you not understand that all you are doing is soiling the good name of Albarea? You dare to speak to me in such a manner?
Whose fault do you think it is that I'm in this situation to begin with? Your own, Father. We nobles stand above the common people, but that is all the more reason we should conduct ourselves with pride. You've become obsessed with the power you have at your disposal, and yet you disregard the responsibilities that come with it. What this family needs now is to regain the trust and dignity that will allow it to stand atop the nobility once more. To be recognized once more as worthy of being loyal subjects of His Majesty. Why can't you understand that, Father? Eustace. Lord Eustace. And who do you think you are lecturing? I don't need you to tell me what I must take back. I will take back all that I've lost regardless. I apologize for speaking out of turn. I shall serve as your acting representative to the best of my abilities until you are fit to return. I pray that is soon. That will do for now. You reminded me of your mother for a moment. She was always a reserved woman, but with a strong sense of integrity and a great inner strength. Pardon, Father? I will leave the running of the province to you for the time being, Eustace. Keep things as they are until I can return. And be wary of Duke Cayenne. That man is not to be trusted. He uses the Alliance's power for his own benefit and takes control of everything important himself. He has something planned. I know it. Why else should he have involved all those suspicious collaborators in all of this? I'm certain that it was his fault that Rufus betrayed me as well. Regardless, if you manage to oust him from his position, I want to know about it. I belong at the top of the Alliance, not him. Well, if you will excuse me, I ought to take my leave. Take good care of yourself, Father. Please excuse us. Uff. Das hat Eustace aber gut gemacht. Finde ich. Eustace ist, der steckt auch immer weiter so in meinem Ansehen. Ich glaube, Eustace ist von den männlichen Charakteren sowieso, jetzt auch rückblickend generell auf Teil 1 und 2, mein Favorite, muss ich sagen. Ich finde, der hat sich auch so toll entwickelt, auch was der hier in Teil 2 noch an Sprüngen nach vorne gemacht hat. Ich feiere den einfach. I'm sorry that you had to see me like that. He hasn't changed. Although, I don't know. I got the impression what you said had some effect on him. As did I. In my 8 years as part of this family, that is the first time he has shown any interest in me. Perhaps it means he finally sees at least a little potential within me as his son. I can now leave here with no regrets. Now I can face my brother as a proud member of the Alberea family. I'm glad to hear it, Eustace. All right, let's get going. Not just to face Crow, but to meet Rufus again, too. Right. Und Duke Cayenne, der spielt wahrscheinlich in diesem Konglomerat unserer Hauptfeinde auch eine entsprechende Rolle. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass wir hier vor ihm nochmal gewarnt worden sind. Also nicht, dass wir vorher schon Obacht hatten im Zusammenhang mit ihm, aber trotzdem. We should leave my father to Arnold now. I have nothing further to discuss with him. Sure, we've got our own things we need to focus on anyway. Okay, mega. Also der Besuch hier, der hat sich ja mal extrem gelohnt. Erstmal der neue Input von Scarletts Seite aus, dann, dass wir mit dem Duke auch nochmal sprechen konnten. Super, hat sich ja doch noch hier gelohnt, die ganze Berea-Hard-Geschichte. Ich dachte wirklich, dass jetzt hier überall nur so Standard-NPC-Gespräche geführt werden, aber siehe da, siehe da. So, hier bin ich jetzt mit allem durch, ne? Wir sind in beiden Häusern gewesen. Draußen habe ich beim letzten Mal schon mit allen gesprochen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier bin ich unten nicht lang gelaufen, auch auf der anderen Seite nicht, also in der Station Street. Aber ich glaube, man hätte erkannt, wenn da was gewesen wäre. Ich gucke mal sicherheitshalber nur noch mal einmal grob auf die Karte, ob da irgendwas zu sehen ist. Stand hier nicht unten sogar mal jemand? Das würde man von hier aber auch sehen. Underground Waterway, die ist doch abgeschlossen, oder? Ich gehe mal schnell gucken. Ja, die ist zu. Alles klar.
So, dann können wir... Ich kann mich da sogar hinporten, ne? Ich muss da gar nicht hinlaufen, ich faule Sau. Artisan Street, da wollte ich als nächstes hin. Perfekt. So, hier im Übergangsweg, da stand niemand mehr, ne? Nee. Ja, ich bin schon wieder so ein bisschen übervorsichtig, aber ich gehe halt in meinem Kopf, so festigt sich gerade so der Gedanke, dass ich hier vielleicht über sehr, sehr lange Zeit hinweg nicht mehr hingelangen werde. Vielleicht nie wieder. Is it really December already? Haha, perhaps it's time to search for a second job to help repay my loan. I did succeed in extending the deadline, but there's still the high interest rates to deal with. Ist das nicht? Das ist doch der Papa von der Clarice, ne? Speaking of my financial woes, I wonder what my daughter is up to. I have a bad feeling about this. I think I need to return to the hotel. Du solltest auch ein Bad Feeling haben, denn die sitzt gerade mit einem Juwelier zusammen und ist dabei, neue Einkäufe auf deinen Nacken zu tätigen. Also das nur am Rande. So, dann fangen wir einfach mal hier an, wenn wir hier schon mal stehen. Und gucken. Valenti Tailoring. Hello. Hier gab es immer ganz guten Stuff eigentlich. Auch in Teil 1 schon. Nur halt alles sehr teuer. Aber nichts, was wir jetzt einkaufen werden. Thank the kind goddess in the sky above. Lord Hughes has decided to abolish all the tax hikes. Life shouldn't be nearly as rough from here on out now. All that's left is for the war to come to an end, then things will be back to normal, if only it were that simple. It's a relief knowing we don't have to deal with those taxes anymore. I guess I can see it in my heart to give that poor Baron a bit of a discount now that they're gone. I'd hate to see him get more depressed than he already is. Ja, aber wenn er seine Tochter nicht gebändigt kriegt, dann wird er immer und immer wieder das Problem haben. Dann ist auch temporäre finanzielle Hilfe jetzt für den keine Lösung. Der braucht eine dauerhafte Lösung, nicht so. Huh? Is the war not over yet? Nobles really have a lot of free time. Das ist eine sehr interessante Schlussfolgerung, sehr süß. I bet there wouldn't be any war if they had actual work to do instead. Ah, ich feiere die Turi gerade für diese Aussagen, ey. Es ist echt so. Another busy day in the life of Turi. Maybe the nobles should learn from me. Es ist echt so. Das ist echt so. Es ist so lustig und so traurig zugleich, aber sie spricht einfach nur Wahres. Gotta laugh at the nobles acting all worried about those Heimdall rumors. Must be nice when that's the only thing you need to be concerned about. Meanwhile, the rest of us are still struggling to make a damn living. Hey, maybe they should try working instead. Might help them take their minds off everything. Damn nobles crying over one little rumor without realizing how lucky they have it. Meanwhile, the rest of us are struggling to make a living here. Tja, so ist das manchmal. Hughes ist halt, glaube ich, eine der wenigen Ausnahmen bei den Nobles, die imstande sind, das große Ganze zu sehen. Und der gehört auf jeden Fall nicht dazu, würde ich mal behaupten. Irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen. Ah ja, stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, wir würden im Real Life von heute auf morgen von sämtlichen Steuern befreit werden. Oh mein Gott, würde es uns allen gut gehen. Also langfristig dem Staat dann nicht mehr, aber uns, so zumindest für einen Moment. Stellt euch mal vor, das würde wenigstens für 2 Monate ausgesetzt werden oder so. Mega. Aber das werden wir in Deutschland definitiv nicht erleben. Hey, welcome. Seems like there's gonna be another fight or something, huh? We're probably gonna be crazy busy thanks to all the people that will be stuck here till it's over. Better get a room quick. It ain't often that stuff like this happens in Berea. Might as well get ready to do some work. Ey, wie fleißig die Kinder hier alle sind, ne? Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten nur am Ackern. Und die richtigen Schlussfolgerungen mit Blick auf die Erwachsenen ziehen, feiere ich. Oh no, they've restricted access to the trains again. They're kind of imperative for a traveling merchant like me. I guess I'll have to wait and see how things go today. Just how long do we have to put up with this? It's really hard getting any work done these days. Aber wartet der Typ jetzt seit Lebzeiten quasi drauf, mit dem Zug hier wieder rausfahren zu können? Waren die Trains nicht zwischenzeitlich mal wieder im Betrieb? Bin mir nicht mehr sicher, aber mir war so. Ich glaube, das betraf aber nicht alle Städte.
Do the Noble Alliance and Imperial Army really plan on taking each other head-on? You have to feel bad for the people in Heimdall as it is, but we shouldn't forget about the people in the city outskirts. I don't want civilians to end up getting caught in all of this. There's a program called Radio Trista that keeps leaking news every now and again. So far the broadcasts have coincided, schwieriges Wort, with the rumors floating around town, so I think it's safe to trust them. Gibt halt aktuell auch keine Alternative, ne, weil es halt die einzige Station ist, die darüber berichtet. Aber wir kennen die Radio Trista-Leute und wir bürgen für deren Authentizität. Also die werden euch vermutlich nicht bescheißen. Es sei denn, jemand hat sich ins Studio eingeschleust und steht mit einer gezückten Knarre irgendwie vor dem Programmleiter oder so, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich würde den Leuten bei Radio Trista nur empfehlen, die Tür, den Zugang ins Gebäude doppelt und dreifach zu versiegeln, weil ich irgendwie Angst hätte, dass Leute, die das nicht gut finden, dort eindringen und das gewaltsam versuchen würden zu unterbinden. So, nee, brauchen wir nicht. Sonst irgendwas Spannendes hier? Nö. Also talken wir mal. So, Lord Eustace will be going to Heimdall, where Lord Rufus awaits. Don't worry. Rufus himself instructed me to act based on my own convictions and pride. Said convictions happen to not overlap with his own. That's all there is to it. True. If that's how it is, then let's see just where those convictions lead both of you. Das wird passieren. Also die Antwort darauf. I've known those boys ever since they were children. Back then, Lord Eustace was a smart little cookie, while Lord Rufus was the capable one. That's still the case today, too. All I can do now is watch and see where their convictions lead them. Naja, capable ist Eustace aber auch. Auf vielen Ebenen. Ich finde, capable war ja auch schon in Teil 1, wobei das hier noch irgendwie zugenommen hat, auf jeden Fall. So, dann haben wir jetzt hier nur noch den Jeweler. Den guten Turner. Ey, was sie hier auch wieder für Szenen abgespielt haben, ne? Am besten war der Typ, der dieses Teil, was wir ihm gebracht hat, einfach aufgegessen haben. Dieses Juwel, dieses Schmuckstück, was auch immer das war. Ich weiß es nicht mehr im Detail. Das war ein sehr, sehr weirder Moment. Ich glaube, auch wenn ich 5 Jahre mit Trades pausiere und hier wieder zurückkehre, dann werde ich mich an diesen Moment immer noch zurückerinnern. Oh. Oh man, listen to this. Dad finally left me in charge of putting the finishing touches on one of our products. I can finally call myself a jeweler. Heck yeah. Probably shouldn't get too ahead of myself though. Ja, Dad finally let me put the finishing touches on one of our products. Granted, I've still got a long way to go before I'm a pro. Still gotta work on my gem cutting and processing techniques. But that day will come. I'll make sure of it. Sehr schön. Also freuen kannst du dich. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, er ist ja trotzdem bodenständig. Er weiß ja, dass er immer noch ganz am Anfang steht und noch Lernbedarf hat. Insofern, es sei dir gegönnt. Brock's still not good enough to be left in charge with the high-quality materials yet, I'm afraid. That's why I've been handing him stuff that's easy to work with. To me, it's good to see that he's motivated. It will be interesting to see how things play out from here. Ja, Brooke's currently going through the exact same training process I did. For now, I'll be watching closely to see how he progresses. Sehr schön. Unter deiner führenden Hand scheint das ja ganz gut zu funktionieren. Gut, dass Vater und Sohn manchmal ähnliche Wege einschlagen, so kann der eine von dem anderen durchaus gut lernen. Ich glaube, wir sind dann damit durch mit Berea Hart. Airport hatten wir, die umliegenden Ecken hatten wir. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass ich eventuell gucken wollte wegen Hidden Quests. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Nicht, weil ich es vergessen habe, sondern weil ich mich irgendwie noch davor scheue. Ich glaube, ich werde davon absehen, weil ich Angst habe, mich zu spoilern. Das ist meine allergrößte Angst. Weil alles, was ich jetzt online suchen würde, im Zusammenhang mit dem vermeintlich letzten Kapitel, das ist halt ultra gefährlich. So. Ich würde jetzt mal Legram ansteuern und als erstes den Verbindungsweg in Richtung... Oh mein Gott, freie Sicht. Es ist so schön. Dieser Ort ist einfach so wunderschön.
kann es gar nicht oft genug sagen. Es ist aber so ungewohnt, wenn man nach langer Zeit mal wieder hier ankommt und nicht von Nebel begrüßt wird. Ich hoffe, dass sich dieses Bild als letztes einprägt und nicht das mit dem dunstigen Nebel. Das wäre ganz cool. Hier war kein gelber Punkt, oder? Irgendwo. Schon wieder Auslassungsängste par excellence. So. Dann gucken wir mal, dass wir die zweite... Ja, dass wir die zweite Ebelroute noch irgendwie angesteuert kriegen. Weißt du was? Ich nehme jetzt einfach mal mein Bike. Konnte man mit dem Bike nicht engere Kurven fahren? Ja, super. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Wie kann ich nochmal rückwärts fahren? Hier. So. Alles klar. Jetzt vielleicht... Ja, ich glaube, wir sind damit ein bisschen schneller. Und ich meine, das Bike, auch wenn ich mich gerade so ein bisschen verkeilt habe, ist auch ein bisschen wendiger. Insofern kann uns das hier nur helfen. Ich will auch gar nicht die ganze Route bis zum Ende durchfahren. Na, wobei Evil Highway 3... Ich glaube, das war die, wo ich von Berea Hard aus schon raufgucken konnte. Ich glaube, da gab es keine Nummer 4, aber ich will einmal auf Nummer sicher gehen. Hier kommt man ja an den Gegnern relativ einfach vorbei. Und dann schneide ich euch raus dann für den Rückweg, beziehungsweise werde ich wahrscheinlich den kurzen Weg über die Courageous dann gleich nochmal nutzen. Aber dann haben wir das hier einmal quasi fertig. Jetzt bin ich auf der 3. Und da ist South Kreuzen Highway. Was ist denn das schon wieder? Was ist da? Hä? Ach so, da ist der Tempeleingang, der Shrine. Warum ist denn der so? Warum sieht man den denn nicht? Also, ja, aber war der nicht? Warte mal, ich fahre mal einmal wieder zurück. Oh, wie langsam der zurückfährt. Ich bin aus Xenoblade Chronicles 3 ein etwas anderes Rückwärtsfahrtempo gewöhnt. Nee, das war tatsächlich nicht hier. Okay, so, warte mal. Oh, ist das alles umständlich mit den Fahrzeugen hier. Nee, dann brauche ich aber den Shrine jetzt nicht aufzusuchen. Ich werde aber einmal nochmal South Kreuzen Highway ansteuern. Was mich nur gerade ein bisschen verwundert hat, oder immer noch verwundert ist, als ich in Berea Hard vor die Tür gegangen bin, da habe ich irgendwo Ebel Highway doch gelesen. Irgendwas mit Ebel. Und, ach so, ich habe es gelesen, weil ich hier... Ja, jetzt verstehe ich es. Das hier ist nicht Ebel, wo ich gerade rauf gucke, aber ich habe es so abgespeichert, weil es da unten ist. Alles klar, wir sehen uns gleich in der Ground wieder. So schnell kann es gehen. Also, Masterplan. Irgendwo hier vielleicht ein Ausrufezeichen. Wobei bei den Hidden Quests gibt es keine Ausrufezeichen, ne? Da muss man zufällig die richtigen Leute ansprechen, ohne dass man den Hint vorher bekommt. Das war ja das Markenzeichen dieser Hidden Quests. Oh mein Gott, guck mal, die beiden. Die beiden sitzen beisammen. Da gab es doch mal Beef, oder? So, you've really been the big fancy parties in the capital before? Yeah, just cause my dad keeps dragging me along to them, though. They're the worst. They're always so stuffy and there's never anyone my age there. If you gave me the choice between going to parties every day and spending the rest of my life in a hick town like this, Du würdest dich für Letzteres entscheiden. I'm so sorry, I didn't mean to say that. I just kind of slipped out through force of habit. Oh, don't worry, I know now that you're not trying to be mean or anything. Besides, it's nice to know that you'd prefer to be here than at some fancy gala. Thanks, I really would. Oh. Are you sure you're okay sitting out here with me like this? Don't you have work to do at the shop? Well, I would, but Dad told me to take the day off. He didn't even give me any warning. I hate it when he does this. That's adults for you. My parents are busy arguing again, so I decided to slip out. I imagine you do that a lot. Ja, weil die ständig am Streiten sind. Are you sure you're okay sitting out?
Chloe war doch diejenige, die auch so überfordert war, wenn sie nichts zu arbeiten hatte, ne? Aber jetzt, wenn sie sich ja gerade eine neue Freundin anlacht. When I first got here, I said some pretty mean things to Chloe without even realizing I was doing it. She forgave me though, so that's a relief. Hihi, she's really nice. No. Ich freue mich irgendwie, dass die beiden sich verstehen. Ich weiß auch nicht. Weil Lina mir halt immer leid getan hat wegen ihren Eltern und Chloe immer so eine Einzelgängerin war in meiner Wahrnehmung. Und irgendwie tun die beiden sich hier gerade gut und das finde ich schön. So, wie war denn das eigentlich mit den Angelstellen hier? Ich meine, ich brauche ja nicht mehr zu angeln. Wir haben ja jeden Fisch jetzt einmal, aber gucken kann man ja trotzdem. Hallo Prana. Oh, Saint Leanne, please bless Lady Laura and her friends with your protection. Her bravery, her honesty, and her very existence are the treasures of Legram. So please grant her success and bring her back to us safely. Oh, my word, this probably isn't for my ears to hear, but I'm touched. I'd be blushing if I heard someone praying for me like that. Laura is our priceless treasure, so please, Saint Leanne, keep her safe. Worry not, Prana. We'll be sure to come back to you safely. Prana haben wir bisher, glaube ich, immer nur in der Villa von Lauras Family angetroffen. Nie außerhalb. Insofern ein unüblicher Anblick hier draußen. Das ist Sven hier, ne? Jo. The battle in Heimdall begins at noon, does it? I'm feeling very apprehensive about all this. It could determine the direction the war goes from here on out after all. I just wish we could do something more than pray to the spirits for their aid. I've avoided telling the children about the upcoming battle. They don't need any more worry in their young lives. It's not like they could blame me for keeping secrets, not after they kept their helping out around town from me. I just hope that peace returns soon, so that they can play without needing to worry about putting things back together. Das hoffen wir alle. Aber so wirklich fernhalten kannst du das von den Kids doch gar nicht. Es sei denn, ihr hört dann am Nachmittag kein Radio, wenn es dann losgeht, weil das bekommen die Kids doch dann sicherlich auch mit. Es sei denn, die spielen dann draußen, während die Eltern drin dem Ganzen lauschen. Maria's worried about all of the reports that the fighting's gotten even worse over in the West. I wish there was something I could do to comfort her, but any gesture I could make would seem almost patronizing. It's times like these that I wish I had the strength and character Lady Laura does. Maybe then I could actually do something. I wonder what Maria's going to do. I'm a little worried about her. And she's just one of the countless people affected by all this too. I just want it all to be over. Wir alle, meine Liebe. Wir alle. Aber auch Laura. Auch Laura hat manchmal Angst und ist nicht immer die Starke. So. Auch ängstliche Menschen können stark sein. Laura wird hier so glorifiziert, als hätte sie nicht auch manchmal Bedenken und schlechte Tage und so. You think he's wishing us good luck? Well, I guess we appreciate the sentiment. Sie nimmt das an von einem Hund. Wobei Celine nie explizit gesagt hat, dass sie Hunde nicht leiden kann. Aber irgendwie in meinem Kopf könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Der ewige Hunde-Katzen-Struggle. So, warte mal. Stimmt, hiermit konnte man auch noch interagieren. Is an Animus Monument. Aber ohne, dass es jetzt wertvollen Input liefern würde. So, ich gehe mal erstmal hier ins Haus. Und danach in Richtung Bracer Guild. Wen haben wir hier? Die gute Daphne. This country's no stranger to war. It saw more than its fair share in the Middle Ages. Legends tell us that whenever war broke out, the spirits would grow restless and cover this town in fog. Sure enough, that's exactly what happened with this war. That's all I need to know, that there are many spirits in the Gram. There's nothing strange about that. This country has been around for a long, long time. It's bound to have attracted some. Legram's said to have existed since the days when people lived in harmony with Aidios. Aidios sagen die immer, ne? Ich sage immer Aidios, aber Aidios ist eigentlich richtig. So it's no surprise that there are many spirits here. They share this land with us, so we need to treat them with respect. Ja, kann man so stehen lassen.
Gute alte Daphne. Ich wusste ihren Namen sogar. Hätte ich den mal vorher ausgesprochen. Also hier in Legram, den einen oder anderen Namen habe ich auf dem Schirm. Aber das eine Ehepaar, was da neben dem Shop wohnt, da komme ich immer ein bisschen durcheinander mit den beiden. Aber beim Rest geht das inzwischen so ein bisschen. So, warte mal, wen haben wir hier? Ach, das sind doch die Eltern von der Lina. Was machen die denn hier? There's a major battle in Heimdall. That man at reception said so. He said the two armies are going to be clashing with each other at noon. What should we do? Indeed. With things as they are, we might be better off as far away from Heimdall as possible. Perhaps ending up here in the ground was for the best. Ja, vielleicht hat das sogar euer Leben gerettet. With things as they are. Ja, einmal mal das Positive sehen. Ich hoffe ja immer noch, dass sie sich vielleicht vertragen. Aber das Spiel ist, denke ich mal, nicht mehr lang genug, als dass das passieren könnte. It sounds like when we're able to go back to Heimdall should be the least of our worries. It sounds like when we'll be able... Ja. How long has the situation been like this anyway? Tja, wenn ihr wüsstet, was ihr da draußen alles verpasst habt. Warte, Worries? War das neu? Nee, Worries war alt. Ich bin verwirrt. Ich kann mir schon wieder keine 2 Sekunden merken, was die Leute sagen. The battle for Heimdall doesn't seem to be the only major event beginning. I hear something's happening in the west too. Then there's the reports that President Croix, aber Croix würde man mit X am Ende schreiben. Ich weiß nicht, der war Kreuz. Has been arrested over a crossspell. My intuition's telling me these next few days are going to be a major turning point for the continent as a whole. Something big's going to happen. When it does, there will be no going back to the way things were. Da predicted er aber einiges. That worries me a little. Your intuition usually pans out to be dead on. I'm worried too, Sarah. Still, if that is the case, the guild can't very well sit idle. I'll try to get in contact with Towel and see what we can do. Stay safe, Class 7, and good luck. Thank you. We shall. Judging by the information I'm getting in, I think these next few days will be a major turning point for the continent. I'm starting to feel really nervous. No one knows where Duke Cayenne is too, which makes me even more concerned. Reports say he left command of the army to his chief of staff and then disappeared behind the scenes. And that may be a sign of some new and unexpected development brewing. I'll have to keep my ears to the ground. Also, jetzt wo das so anteasert, bin ich noch gespannter aufs Ende als vorher. I don't think the guild will be able to sit idly as so unfold. I'll try and get in contact with Toll and see what we can do. Stay safe. Okay, ja, interesting. Und es wird in der nächsten Folge dann vermutlich auch schon losgehen. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ich muss mir auf jeden Fall für die nächste Aufnahmesession ein bisschen mehr Zeit mit einplanen, denn ich glaube, es könnte eskalativ werden, falls es das Wort überhaupt gibt. People are saying there's going to be a big battle over in Heimdall today. The fighting in the west is supposed to be worse than ever too. I should probably start considering the possibility that we might not ever be able to go back home. Maybe taking Weiber up on his kind offer and starting a new life here was our best choice after all. I shouldn't rush into a big decision. I need to think long and hard about what to do in the long term. It's not like I can put off thinking about it forever, right? Ja, aber jetzt nachzudenken macht, glaube ich, wenig Sinn, weil man ja erstmal die Ereignisse abwarten sollte, ne? Was als nächstes passiert und alles und überhaupt. So, was hattest du nochmal im Sortiment? Ja, alles, was mit bisschen CP-Boost einhergeht, nehme ich mal mit. Wer weiß, vielleicht rentiert sich das, vielleicht auch nicht. Rumors of a Cavadian invasion are making the rounds again. No matter what the future brings, though, all we can do is try to help one another in whatever way we can. On that note, I've told Maria that I'd be happy to offer her pay for working here at the inn. Hopefully employing her will help her start a new life here, assuming that's really what she wants to do. Maria's a really hard worker, so I'd be more than happy if she kept working here. Even if she ends up going back to her old home eventually, saving up some money while she's here could be helpful. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich entscheiden wird. Also wenn Teil 3
in genau den gleichen Settings spielt wie hier und wir all die Orte dann dort auch nochmal besuchen können, dann bin ich mir sicher, werden wir auch Maria wieder treffen, die sich entweder oder entschieden haben muss. Klar, irgendwo wird sie ja dann sein, es sei denn, sie wandert komplett aus auf einen anderen Kontinent, aber das glaube ich mal eben nicht. The fish are oddly restless today. Could it be due to the impending battle in Heimdall? Could they know? Vielleicht. The fish are so restless today, I haven't been able to get a single bite. That can't be a good sign. Take care of yourselves if you're not staying in today. Wenn du wüsstest, wo wir uns heute so alles aufhalten werden. Das ist gerade so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Ich weiß nicht, vielleicht spüren die Fische, dass da irgendwas im Argen ist. Ich weiß nicht. Das kann er wahrscheinlich besser entscheiden oder einschätzen als ich. So, hier oben ist auf jeden Fall nichts. Das heißt, wir können wieder vor die Türe und haben hier noch einen Laden und ein Wohnhaus. Ich starte mal mit dem Wohnhaus. Und guck mal, ja, die beiden hier, deren Namen vergesse ich immer. Obwohl Logan kann man sich ganz gut wegen der Dark Souls Assoziation merken eigentlich. Und die heißen beide L. L und L. I really think it's about time I got back to work though. I've left the goats on their own for too long now as it is. But there's supposed to be a battle in Heimdall today. Please, just wait one more day so we can see how that goes. I know you're worried about your goats, but they'll be fine. It's you I'm worried about. I know, but still. My wife's been desperately trying to stop me from getting back to work, but I really can't be away from the goats much longer. If you ask me, it's pretty unlikely the fighting will spread all the way out here. Heimdall's pretty far away after all. I'd like at least 3 or 4 days with them to get things back in order. Tja, ich verstehe euch beide irgendwie, aber ich würde jetzt tendenziell eigentlich eher die Perspektive deiner Frau verstehen können, wollen. He's always like this, putting his work before anything else. I try to talk some sense into him, but it's a losing battle. I guess he'll probably be alright if it's just for a few days, but I'm still going to constantly worry for his safety. I'm doomed to spend the rest of this war in a constant state of worry, aren't I? He's always like this, putting his work. Guess he probably safety. Ja, schwierig. Weiß ich nicht, wie man euch beiden da helfen kann. Ihr müsst euch halt einig werden, ne? Paartherapeut bin ich jetzt nicht. Auch wenn ich hier und da durchaus gerne mal meine Gedanken dazu mitteile, aber naja, gucken wir mal. Wird schon schief gehen irgendwie. Die beiden Shop-Owner sind auch am Start. Vermutlich nicht mit neuem Zeugs, aber grob einmal durchgucken kann nicht schaden. Es springt auf jeden Fall nichts ins Auge. I hear you're running out of Heimdall to end of... I'm here you're running off to Heimdall to end the war, so rum. Is that true? Just the thoughts got me all fired up. If I were 10 years younger, I'd go with you and show everyone the true power of the House at school. Sadly, as decrepit as I am now, I'd only get in your way. It's so frustrating to acknowledge. I can look forward to hearing all about your heroic exploits at the very least. Noon draws ever closer, but all I can offer you are my best wishes. But if you would promise me something, please give this your all and return to us safely. I look forward to hearing all of your tales of daring do when you come back. Was ist daring do? Keine Ahnung. Aber danke auf jeden Fall, dass du geistig bei uns bist und uns mental unterstützt. Das ist schon mal viel wert. So, was hat sein Shop so anzubieten? Equipment, das wir vermutlich nicht gebrauchen können. Ja, sollte passen. This battle in Heimdall could end the war for better or for worse. Just the thought makes me nervous. Everyone here knows that the Alliance is in the wrong, so I'm just hoping they don't emerge victorious. No matter what happens, do be careful on your travels. I can't stress that enough. Ja, I really wish Dad would be more mindful of his age sometimes. Ach, Duncan ist der Sohn von dem? If I don't calm him down, his blood pressure is going to go through the roof. But don't worry, I'll take care of him. You just worry about looking after yourselves. Wussten wir das schon mal? Also wurde uns das schon mal mitgeteilt, dass das hier Vater und Sohn sind? Warte mal, wie heißt du nochmal?
Watto. Ich wollte Watari sagen, aber Watari war ja in den North Highlands. Schon wieder 2 Namen miteinander vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. So, dann lasst uns Richtung Kirche aufbrechen. Hier draußen steht ansonsten keiner, aber hier werden wir sicherlich den einen oder anderen antreffen. Ah, es ist überschaubar. In Berea hat wir auf jeden Fall mehr los, aber gut, da leben auch mehr Leute. We're hearing that we're going to see a lot of refugees arriving in the ground today. Which is why we'll be doing everything in our power to help them, won't we, Father? Yeah, sure. Just don't burn yourself out with all that work, okay? Our duties are to spread the teachings of the goddess and ease the fears of everyone around us. Today we'll put our ability to do both to the test, and I intend to prove that I'm up to the task. Sehr schön. Ich glaube, du wirst hier niemanden enttäuschen, aber nimm dir auch das zu Herzen, was Hamilcar dir hier sagt. Sounds like today's gonna be a busy... sounds like today's gonna be a busy one, huh? Ich habe so das Wort day dort lesen wollen, a busy day, dass ich gerade voll den Kopfknoten hatte. The church is gonna do what it can to help out and whatever, obviously. Yeah, I should probably schedule a mass or something too. Don't want Theramis getting on my case for being lazy again. Everyone around here is super worried about what's gonna happen, so I'm totally okay with helping them all out. I just hope Theramis doesn't go overboard on this stuff and end up wiping herself out or anything. Honestly, if I didn't keep an eye on her and tell her to chill, she would too. Gonna have to be careful. Aber Hamilcar war doch der, über den sie sich immer kritisch geäußert hat, weil der seinen Pflichten nicht so recht nachkommt, ne? Also, vielleicht hat er auch eine gewisse Teilschuld an ihrer Arbeitslast. Ich weiß nicht, aber sie hat sich jetzt gerade eben gar nicht negativ über ihn geäußert. Vielleicht hat er sich dahingehend verbessert. Who knows? So, oh, hier ist aber einiges los. Sind sie mal wieder alle im Training Room oder fast alle. Hey Cindy. This is just a little something I made to thank you for saving my dad. Oh. Oh, and thanks again for saving his life the way you did. I just couldn't bear the thought of you not knowing just how much we both appreciated your actions. Well, your kindness is appreciated, though I would prefer it if you and your father didn't blow what I did out of proportion. I'm a student of the sword keeping others... ich kann nicht lesen. I'm a student of the sword. Keeping others safe is simply what I believe to be right. Anyone else would have done the same. But frankly speaking, my journey to become a master swordsman is only just beginning. So if you truly wish to thank me, I'd be very grateful if you could watch over me and support me in my training. Uh-huh. Watch over and support you? Ist das so unterschwellig ein Bitte bleib bei mir und werd Teil meines Lebens Angebot, oder? Ja, sie wird rot. Könnte sein. Well, if that's what you want, I'd be more than happy to. I mean, I could do that. You have my thanks, although I'm afraid I don't know what's got you all flustered. Okay, vielleicht meinte er es doch nicht so. Er spielt gerade, glaube ich, ein bisschen unfreiwillig mit ihren Gefühlen. You saw all that? Na, wir haben es vor allen Dingen gehört. Please don't misunderstand my behavior. I have no intention of betraying my feelings for Lady Laura. Hallo? Die ist in Laura verliebt? Also so mit dem Herzen? Okay. What's there to misunderstand? There's no need to hide anything on my behalf. Do I sense some trouble brewing in Laura's fan club? Ja. Gut zusammengefasst, Rain. I'm simply here to thank him, nothing more. Please don't misunderstand me. And please don't breathe a word of this to Syria or Chloe. I'm begging you. Holy shit, ey. Das ist echt eine Laura-Sekte. Das ist kein Fanclub, das ist eine richtige Sekte. Und sie stellt gerade fest, dass sie da zumindest ein Stück weit ausgebrochen ist. Cindy's been friendly to me since the event with her father, but that's left me feeling a little uncomfortable. I still have so much to learn, so I'd prefer it if other people weren't making my skills out to be greater than they really are. Hey, one day though, I'll become a true warrior who can really be proud of his own capabilities. But until that time,
I'd like to ask that everyone watch over me and try to guide me down that path. Sin has been friendly to me since uncomfortable capabilities path. Okay. Ja, keine Ahnung, was mit den Zweien hier noch geht oder auch nicht geht. Aber ich glaube, ich habe ihn am Anfang auch missverstanden, weil, weiß ich nicht, ob er auch Interesse an ihr hat, aber sie unverkennbar schon. It's recently dawned on me that a person's strength is really determined by how many people they're able to protect. At least, that's the way I see it. If you think of it that way, Master Arsaid's strength is unmatched. He protects tons of people. But I'm sure that if we put our minds and thoughts to it, we can protect even more. I'm sure somewhere out there, Master Arsaid is fighting to protect others even as we speak. We might not be able to fight by his side, but we can train back here and fight the good fight in our own way. Ich glaube, er wäre sehr stolz auf dich, wenn er das hören könnte. Wo auch immer er gerade sein mag. It's almost time for the big showdown. Meanwhile, we've received no word from Master Arsaid about what he's up to. We understand why, of course. He must be busy fighting somewhere out there. Well, we've got our own battles to fight here, and fight them we shall. Jawohl, it's fairly likely that this battle will lead to a new batch of refugees today, which means we're in for a busy day, too. Dann stellt euch mal drauf ein. Ja, der Arsaid, der wird jetzt nicht einfach mal eben den Feind sagen auf dem Schlachtfeld, du warte mal kurz, ich muss da mal einen Brief nach Hause schreiben. Auch wenn er vielleicht gerne würde, aber immerhin konnte er das gerade realistisch einordnen, der Typ da, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Aber du bist Gaveli. Morning practice proved especially fruitful today. For one thing, we were finally able to defeat the acting master in battle. It may have been a 4-on-1 match, but the deed stands. Still, there are many more hours in the day, and we need to prepare for whatever else it may bring us. This morning's been remarkably calm, perhaps too calm. Today's events are sure to mark a crossroads in this war. No matter which path it takes, we have to be ready. Ja, und das seid ihr scheinbar. Also hier sind alle gut prepared, würde ich mal sagen. Außer ihmchen, der sich hier gerade ein bisschen ablenken lässt, der gute Fritz. Na, wie das hier wohl alles ausgehen wird, ich weiß nicht. Sind das die letzten Gespräche? Gehen diese ganzen kleinen Mini-Stories zwischen den NPCs irgendwann weiter? Oder wird das alles abgehackt mit Teil 3? Fragen über Fragen. Ich werde mir das wahrscheinlich bis zum Schluss die ganze Zeit stellen. Bitte darauf, wie gesagt, nicht antworten, weil das finde ich selber noch früh genug raus. Aber ich platze vor Neugierde einfach. Where has that Prana gotten herself to? It's not like her to go out and leave the mansion like this. I was all ready to tell her my predictions for the battle for Heimdall and how it will take 3 months. Such a shame. But never mind that. Good luck. Every one of us here will be cheering you on. As long as you don't give up, I'm sure you'll emerge victorious. Everyone here in Legram is cheering you on, so good luck. As long as you don't give up, I'm sure you'll emerge victorious. So go out there and give it your all. Also alles wie immer. Prana betet gerade für unser Seelenheil, also dir ist entschuldigt. So, ihr Lieben, ich werde jetzt, weil ich merke, dass ich in der Folge, je länger die andauert, irgendwie immer mehr Probleme beim Vorlesen habe, beim Sauberen. Aber das liegt auch an meinem Halsgekratze und bei meinem komischen Semi-Erkältungszustand. Ich werde beim nächsten Mal mit dem Grüppchen da unten auf jeden Fall sprechen und mich dann bei Tower ready melden, um mit der Hauptstory weiterzumachen. Also nächstes Mal geht's hier richtig ab. Da können wir aber von ausgehen. Ich bin todesgespannt und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal genug Zeit freischaufeln kann, um vielleicht sogar 3-4 Folgen am Stück aufzunehmen. Mal gucken, wir werden sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!